Herzlich willkommen, liebe Yogi und Yogini, schön, dass ihr da seid. Die heutige Stunde ist dem Element Luft gewidmet, beziehungsweise Anahata Chakra gewidmet. Anahata Chakra liegt hier im Brustkorb auf der Höhe des Herzens und Anahata Chakra hier werden alle Qualitäten des Herzens entwickelt und gespürt und aktiviert, wie Liebe, Großzügigkeit, Mitgefühl, Empathie. Und alle diese Bereiche, das heißt Brustkorb, Zwerchfell, sehr wichtig, weil hier die Emotionen gespeichert werden. Im Zwerchfell, Brustkorb und Schulter, Arme, Hände, Haut, Rücken. Alle diese Bereiche ist Anahata Chakra zugeordnet. Luft, das Element Luft brauchen wir in dieser Frühlings, haben wir schon gesagt, Luft und Feuer. Luft symbolisiert auch die Kommunikation, die Beweglichkeit, das Reisen, Träumen und Atmung. Und noch eine Info. Anahata Chakra ist sehr wichtig, weil eine Brücke symbolisiert zwischen den unteren Chakren und den oberen Chakren. Und das heißt, es symbolisiert eine Brücke zwischen der materiellen Welt und der spirituellen Welt. Hier ist seine Yantra. Seine Farbe ist grün. Und seine Lotusblume mit 12 Blütenblättern. Und seine Drüse ist das Thymusdrüse, sehr wichtig, weil für das Immunsystem zuständig ist. Okay, jetzt die Hände in Vayu Mudra, das Mudra der Luft, Zeigefinger einklappen, Daumen auf den Zeigefinger, die Hände zu den Knien, die Schulter nach hinten und chanten zusammen einmal einmal unser Mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, einmal Om, tief einatmen. Loka samasta sukhino bhavantu. Die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen. Eine sanfte Verneigung von der inneren Wesenskern. Das ist die Zeit, eine Intention zu setzen oder die Yogastunde jemandem zu widmen, jemandem, der in dieser Zeit Licht, Mut und Liebe braucht. Langsam die Hände lösen und mit einem Band oder einem Schal beginnen wir mit der Zwerchfellatmung. Ein Band rund um und unter dem Brustkorb. Ziehen den Band unter dem Brustkorb auf die Höhe des
Zwerchfells. Und mit jeder Ausatmung immer enger anziehen. Einatmen und beim Ausatmen zieht an. Noch einmal. Einatmen und beim Ausatmen zieht an. Und versuche für 2-3 Minuten in diesem Band hier zu atmen. Die Wahrnehmung des Zwerchfells ist präsent. Rücken ist gerade und spüre diese Beweglichkeit des Zwerchfells. Die Ausdehnung. Durch die Nase ein- und ausatmen. Und nach 2 Minuten das Band loslassen und nachspüren. Der Unterschied vorher und nachher. Die Wahrnehmung ist ganz anders. Zwerchfell ist wie befreit. Und auch der Raum unserer Zwerchfellatmung ist wie befreit. Ihr könnt für mehrere Minuten diese Übung wiederholen, bis 5 Minuten. Und jetzt die Schultern nach hinten, die Füße sind frei
Und bewegen wir die Schultern nach vorne, nach hinten, abwechselnd. Und jetzt zusammen die Schultern nach vorne und nach hinten. Nach vorne einatmen, nach hinten ausatmen. Und jetzt Oberkörper nach vorne, die Schulter nach vorne. Und beim Ausatmen die Schulterblätter auseinander, Kinn zur Brust und wieder nach vorne. Und die Richtung wechseln. Zur Mitte. Die Finger zusammen, bewegen die Handgelenke, kreisen, die Richtung wechseln. Nehmen wir jetzt die Arme nach vorne mit den Fingern zusammen und nach oben, die Schulter tief. Und losen, die Finger bewegen. Okay. Und jetzt mit den Fäusten hier an der Thymus. Drüse. Kleine Fäuste. Und losen. Und jetzt im Stehen für die Sonnebegrüßung. Die normale Sonnebegrüßung. Die Füße sind hüftbreit, die Zehen gespreizt und geerdet. Die Beine nach hinten, spüren diese Bewegung, Steißbein nach unten, die Rippen auch nach innen, die Schulterblätter zueinander und die Arme neben dem Körper für Tadasana. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch die Nase. Die Hände in Anjali Mudra. Ein- und ausatmen. Einatmen, die Arme nach oben, eine kleine Rückbeuge. Uttanasana, die Vorwärtsbeuge. Rechtes Bein nach hinten. Anjaneyasana links. Schulterblätter zueinander.
Rechtes Bein ist powervoll gestreckt. Linkes Bein nach hinten in Phalakasana, die Stützposition. Ashtangasana, Knie, Brust und Kinn am Boden, die Schultern nach hinten. Einatmen, Fußrücken lang, Schienbein fest am Boden, die Hände zwischen den Brustkorben und in Bhujangasana bzw. nach oben schauender Hund, Urdhva Mukha Svanasana. Bhujangasana, Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Abwechselnd die Knie beugen. Und jetzt bei den Kniebeugen, Brustkorb Richtung Knie, das Becken Richtung Decke und bei den Beinen strecken. Linkes Bein nach vorne, Anjaneyasana links, rechtes Bein nach vorne, die Hände an die Hüfte, Oberkörper aufrichten, Tadasana. Nachspüren. Und wieder einatmen, die Hände in Anjali Mudra, ausatmen. Einatmen, die Arme nach oben, eine kleine Rückbeuge. Uttanasana, vorwärts beugen. Linkes Bein nach hinten, Anjaneyasana rechts, die Schultern nach hinten, die Fingerspitzen aufstellen, Blick nach vorne. Linke Ferse nach oben, die Zehen sind aufgestellt. Rechtes Bein nach hinten, Phalakasana, die Stützposition. Ashtangasana, Knie, Brust und Kinn am Boden. Bauchlage. Die Hände zwischen den Brustkorb, die Ellenbogen eng. Die Schultern nach hinten. Schienbein fest am Boden. Und beim Einatmen Bhujangasana, die Cobra. Urdhva Mukha Svanasana. Die Zehen wieder aufstellen in Adho Mukha Svanasana. Den nach unten schauender Hund. Abwechselnd die Knie beugen. Beide Knie beugen. Und beide Beine strecken, die Ferse Richtung Boden. Rechtes Bein nach vorne in Anjaneyasana rechts. Linkes Bein nach vorne, die Füße immer hüftbreit, die Hände an die Hüfte, Oberkörper aufrichten, Tadasana. Und jetzt noch zweimal, nur mit dem Sanskrit-Namen. Anjali Mudra, Urdhva Hastasana, Uttanasana, Anjaneyasana, Phalakasana, Ashtangasana, Bhujangasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Anjaneyasana,
Tadasana. Letztes Mal. Angeli Mudra. Urdhva Hastasana. Uttanasana. Neck is fine. Anjaneyasana rechts. Baddhasana. Ashtangasana. Bhujangasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Anjaneyasana rechts. Tadasana. Okay. Und jetzt die Vorbereitung für Vrikshasana, der Baum. Rechtes Bein ist Standbein, linkes Bein am Winkel, Schulterblätter zueinander, die Hände zu dem linken Knie. Die Zehen sind gespreizt und geerdet bei der Füße. Die Balance halten. Und Vrikshasana, der Baum. Die Hände in Anjali Mudra. Steißbein nach innen. Rippen nach innen. Brustkorb ist geöffnet. Die Arme nach oben, die Daumen verhakt und die Finger spreizen. Und nach rechts neigen. Einatmen, wieder aufrichten. Die Hände in Anjali Mudra. Linker Fuß wieder absetzen und die Seite wechseln. Linkes Bein ist Standbein. Die Zehen geerdet und gespreizt. Steißbein nach innen. Rechtes Bein angewinkelt. Die Hände zu den Knien. Die Zehen auch hier sind gespreizt. Die Fußsohle parallel zum Boden. Und die Balance halten. Und jetzt Vrikshasana, der Baum, entweder rechter Fuß hier an der Knöchel, Wade oder innere Leiste. Die Hände in Anjali Mudra. Rippen nach innen, Steißbein nach unten, die Schulterblätter zueinander. Brustkorb ist geöffnet, Anahata Chakra ist geöffnet. Die Hände in Anjali Mudra und jetzt die Arme nach oben, die Daumen wechseln. Vorher war so, jetzt so. Die Finger spreizen nach oben. Kinn weg vom Brustbein, Blick nach vorne. Und Oberkörper neigt nach links.
Und wieder aufrichten. Die Schulter tief. Spüre diese Verbundenheit zwischen Erde und Himmel, zwischen den unteren Chakren und der oberen Chakren. Wir sind jetzt in der Mitte des Herzens, Anahata Chakra, eine Brücke zwischen der materiellen Welt und der spirituellen Welt. Und langsam hier lösen. Und jetzt noch eine Gleichgewicht-Haltung, Garudasana, der Adler. Rechtes Bein ist Standbein, rechtes Knie ein bisschen beugen, linkes Bein auf dem rechten Bein, linker Fuß, Rückenfuß nach hinten an der rechten Wade. Die Arme nach oben, rechter Arm bleibt nach vorne, linker Arm auf den rechten Arm und die Daumen Richtung die Nase. Für Garudasana, der Adler. Oberkörper nach vorne neigen. Die Balance halten. Schulter, Arme, Hände, alle Anahata Chakra zugeordnet. Langsam Oberkörper aufrichten. Und die Seite wechseln. Linkes Bein Standbein, linkes Knie gebeugt. Rechtes Bein auf dem linken Bein. Rechter Fußrücken nach hinten. Beide Arme nach vorne. Linker Arm bleibt gerade. Rechter Arm auf den linken Arm. Und jetzt die beiden Hände zusammen und die Daumen Richtung die Nase. Oberkörper nach vorne neigen. Und langsam wieder aufrichten. Die Arme lösen, die Beine lösen. Und jetzt so, die Beine weiter geöffnet. Rechter Fuß nach vorne. Rechte Ferse in eine Linie mit dem linken Fußgewölbe. Die Hüfte sind nach vorne zeigend. Rechtes Knie beugen. Vor Parsvakonasana. Linke Schulter ist geöffnet. Anahata Chakra ist geöffnet. Und linker Arm über den Kopf. Blick nach oben. Hals ist frei. Trikonasana, das Dreieck, rechtes Bein strecken, rechte Hand neben Schienbein, die Finger
Spitzen auf dem Boden oder auf dem Block. Die linke Schulter ist geöffnet und linker Arm nach oben. Oder die Hände sanft. Und linke Hand und linke Hüfte und Körper aufrichten. Rechter Fuß einklappen. Linker Fuß nach vorne. Wieder die bei der Hüfte nach vorne zeigend. Linkes Knie beugen. Linker Ellenbogen auf den linken Knie. Rechte Schulter ist geöffnet, Anahata Chakra geöffnet, rechter Arm über den Kopf und Blick nach oben. Konasana. Einatmen, linkes Bein strecken. Linke Hand neben dem Schienbein mit den Fingerspitzen auf dem Boden und rechter Arm in eine Linie mit dem linken Arm. Oder beide Hände verzahnt und nach hinten strecken, damit die rechte Schulter am besten nach hinten geht. Rechte Hand an die rechte Hüfte und den Körper langsam aufrichten. Linker Fuß einklappen, beide Füße parallel. Für Prasarita Padottanasana. Die Hände an die Hüfte, auch mit Twist. Die Ellenbogen hängen, die Schulter nach hinten, Brustkorb ist geöffnet. Anahata Chakra. Einatmen, beim Ausatmen Brustkorb parallel zum Boden. Die Arme mit den Fingerspitzen auf dem Boden. Einatmen, die Arme strecken, ausatmen. Die Ellenbogen zur Seite und versucht mit dem Scheitel auf dem Boden. Wieder einatmen, die Arme strecken, ausatmen, die Ellenbogen zur Seite, Scheitel am Boden. Noch zweimal. Und jetzt die Arme nach hinten, die Hände verzahnt und Scheitel am Boden und die Arme nach oben. Die Hände in Anjali Mudra und unter der Rücken. Und wieder die Finger auf dem Boden.
Rechte Arm nach vorne, linke Hand auf den rechten Schienbein oder Wade. Einatmen, Oberkörper lang. Ausatmen, Torsion nach rechts. Wieder einatmen, Oberkörper lang. Ausatmen, Torsion nach rechts. Noch 4. 3. 2. Und letztes Mal. Rechte Arm nach vorne, linke Hand auf den rechte Hand auf die linke Wade oder Schienbein. Einatmen, Oberkörper lang, ausatmen, Torsion nach links und Blick unter der Achselhöhle. Noch 4. 3. 2. Und letztes Mal. Und jetzt wieder die Hände unter die Schultergelenk. Wieder einatmen. Die Arme sind gestreckt und ausatmen. Die Ellenbogen zur Seite und Scheitel auf dem Boden. Und jetzt langsam die Hände an die Hüfte, Oberkörper aufrichten. Rechter Fuß wieder nach vorne, rechtes Knie beugen, die Hüfte parallel nach vorne, Oberkörper bleibt zur Mitte, die Arme parallel am Boden für Virabhadrasana 2, Kopf nach rechts. Linke Hand auf dem linken Bein, rechte Arm nach oben, Reverse Warrior. Und wieder Krieger 2. Langsam die Arme lösen, rechter Fuß wieder einklappen, linker Fuß nach vorne. Linke Ferse in eine Linie mit dem rechten Fußgewölbe. Linkes Knie beugen, die Hüfte immer parallel. Oberkörper bleibt zur Mitte. Die Arme parallel zum Boden und Blick nach links. Die Finger spreizen. Rechter Arm auf dem rechten Bein, linker Arm nach oben, Reverse Warrior. Und wieder Krieger 2. Und langsam die Arme lösen. Oberkörper dreht sich nach links. Die Hände wieder
auf den Boden und zurücksteigen in ein Mukha Svanasana, der nach unten schauende Hund. Die Knie absetzen, die Unterschenkel überkreuzen. Und jetzt in Siddhasana sitzen. Mit einem Band für Gomukhasana, das Kuhgesicht. Das Band zu der rechten Hand, rechter Arm nach oben, rechter Ellenbogen gebeugt und rechter Arm zwischen den Schulterblättern. Linker Arm nach hinten und mit den linken Hand versuchen, die rechte Hand, die rechte Finger zu greifen oder das Band. Oder das Band, so. Oder die Finger. Gomukhasana. 6 Atemzüge. In dieser wunderschönen Haltung, wo Hände, Handgelenke, Arme, Ellenbogen sind aktiviert. Anahata Chakra ist aktiviert. Nach 6 Atemzüge wieder die Hände langsam um die Arme losen, nachspüren. Diese intensive Arbeit für die Arme, für die Hände, für die Finger, für die Schulterblätter, für die Schulter, für Anahata Chakra. Und jetzt das Band zu der linken Hand. Linke Arm nach oben. Linke Ellenbogen beugen und mit der Hilfe der rechten Hand die linke Hand zwischen Schulterblättern. Ungefähr zur Mitte der Schulterblätter, rechter Arm wieder nach unten und von unten auch hier rechter Ellenbogen beugen und die Finger der rechten Hand greifen, die Finger der linken Hand oder das Band. Auch hier 6 Atemzüge durch die Nase ein- und ausatmen.
Und langsam die Arme und die Hände wieder lösen, nachspüren, diese intensive Übung. Und jetzt auf die Knie für der Kamel. Die Knie immer aufbreit, die Zehen aufstellen, die Hände an die Hüfte, die Schulter nach hinten, Steißbein nach unten, Bauchmuskulatur und Beckenbodenmuskulatur aktiviert, Mulabandha aktiviert. Einatmen, Brustkorb ist geöffnet und nach hinten. Optional rechte Hand auf der rechten Ferse und linke Hand auch auf die linke Ferse. Sechs Atemzüge auch in dieser Haltung. Und langsam wieder den Körper aufrichten. Und jetzt in Bauchlage für Dhanurasana, der Bogen, und Shavasana. Beide Arme nach vorne. Einatmen, rechter Arm und linkes Bein anheben. Drei bis sechs Atemzüge. Wieder absetzen. Und jetzt linker Arm und rechtes Bein anheben. Wieder absetzen und jetzt beide Beine und beide Arme. 3 bis 6 Atemzüge. Blick nach unten, die Handfläche gegenüber. Und losen. Und jetzt entweder mit einem Band oder ohne Band für Dhanurasana, der Bogen. Beide Beine angewinkelt, die Füße sind aktiv, die Zehen gespreizt. Und jetzt entweder mit einem Band rund um die Fußgelenke oder die Hände greifen die Fußgelenke. Einatmen, die Schulter nach hinten, Brustkorb ist geöffnet
und die Zehen spreizen. Die Beine angewinkelt, die Hände greifen die Fußgelenke, eine Atmung die Schultern nach hinten und die Oberschenkel weg von dem Boden. Und wieder absetzen. Balasana, die Knie auftun. Oberkörper wieder aufrichten, die Oberschenkel vertikal, die Arme nach vorne und Brustkorb Richtung Boden und stehen am Boden für Anahata Chakra Pose. Noch 6 Atemzüge, Oberkörper wieder aufrichten, die Unterschenkel überkreuzen zum Sitzen. Für Matsyasana der Fisch, die Ellenbogen auf dem Boden, die Handfläche Richtung Matte und unter dem Gesäß, die Fußrücken lang, Brustkorb ist geöffnet und Scheitel am Boden. Und langsam wieder vom Körper aufrichten, die letzte Haltung mit einem Kissen und Decke für die Stellung der Göttin und ein Block oder noch ein Kissen für den Kopf, die Fußsohle zueinander, die Ferse Richtung Schambein, Gesäß auf dem Boden und langsam genieß einfach diese wunderschöne Haltung.
wo der Brustkorb geöffnet ist, Anahata Chakra aktiviert, das zweite Chakra auch aktiviert, die Hüfte sind geöffnet. Wasser und Luft zusammen. Die Augen schließen, die Achtsamkeit zu deiner Anahata Chakra, deine Herzenqualitäten, wie Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Empathie, Mitleid, und loslassen. Du kannst in dieser Position bleiben oder in Shavasana. In Rückenlage für die tiefe Entspannung. Spüre deine Atmung. Visualisiere die Farbe Grün des Anahata Chakras und seine wunderschöne Lotusblumen mit 12 Blütenblättern. Jedes Blütenblatt hat eine Eigenschaft des Herzens, eine Qualität. Und jetzt deine Aufmerksamkeit zu deiner Anahata Chakra, dein Zwerchfell, dein Herz, dein Brustkorb, deine Schulter, deine Arme, deine Hände, deine Finger, die während dieser Stunde aktiviert wurden. Die Augen sind geschlossen, Kiefer ist locker, die Zunge leicht am Gaumen. Und richte jetzt deine Aufmerksamkeit einfach auf dein Herz und fühle, wie dein Ein- und Ausatmen dein Herz berührt. Nimm das Gefühl von Ausdehnung, Wärme wahr, das beim Einatmen erzeugt wird, und das Gefühl von Geben, Ausstrahlung und Befreiung bei der Ausatmung. Sei dir bewusst, dass du Liebe bist. Hege keine Erwartungen, sondern sei einfach nur in diesem Moment, in diesem Bewusstsein. Denke nun an einen Moment in deinem Leben, in dem du tiefe, zarte Liebe gespürt hast. Ein herzergreifendes Lied vielleicht,
ein Kind oder ein kleines Tier, was dein Herz berührt hat. Eine tiefe Umarmung, ein Moment der Seelenbegegnung. Erinnere dich. Spür dich noch einmal in diesem Moment. Wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Fühle Liebe und Hingabe. Spüre die Energie dieser Liebe. Fühle sie körperlich und versuche alles andere loszulassen, um dich in dieses Gefühl fallen zu lassen. Mit jedem Atemzug lasse dieses Gefühl sich immer mehr ausdehnen, bis du die Grenzen der Ausdehnung erreicht hast. Bleibe eine Weile dort. Und versuche diesen inneren Zustand so lange wie möglich zu halten. Und jetzt visualisiere mental die Lotusblumen mit 12 Blütenblättern des Anahata Chakras. Für jedes Blütenblatt wiederhole mental die Eigenschaft deines Anahata Chakra. Bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Toleranz, Beharrlichkeit, Vergebung, Dankbarkeit, Selbstlosigkeit, Großzügigkeit, Freiheit von sich selbst. Leichtigkeit, Mitleid, Hingabe, die Achtsamkeit ist immer auf deinem Herzenschakra, Anahata Chakra,
wiederhole mental jetzt seine Sankalpa. Sankalpa ist ein Sanskrit-Wort. Die innere Intention bedeutet eine sehr powerful, kräftige Intention. Ich verzeihe alle, vor allem mich selbst. Ich bin mit mir selbst und mit den anderen im Frieden. Ich bin tolerant und voller Mitgefühl. Ich liebe, was ich nicht ertragen kann. Ich liebe und akzeptiere jeden, besonders mich selbst. Ich bin würdig, geliebt zu werden. Ich gebe mich dem göttlichen Willen hin. Das Recht des Anahata Chakra lieben und geliebt zu werden. Das Verb Ich liebe. Langsam zurückkehren. Die Atmung vertiefen, die Hände und die Füße bewegen. Die Beine leicht gewinkelt. Und die Arme nach hinten strecken. Und langsam auf eine Seite des Körpers umdrehen und nachspüren. Deine Gefühle während dieser Shavasana, während dieser tiefen Spannung in Shavasana, wo deine Herzen, wo deine Anahata Chakra aktiviert war. Und die Luft in dir hat sich bewegt. Und langsam wieder Oberkörper abrichten und zum Sitzen kommen.
in Siddhasana. Rücken ist gerade, die Schulterblätter zueinander, die Hände wieder in Vayu Mudra. Vayu ist die Luft. Zeigefinger einklappen, Daumen auf die Zeigefinger. Die Schultern nach hinten. Und die Stunde endet mit einmal dreimal das Bija-Mantra von Anahata Chakra, Yam, und einmal Tief einatmen. Yam, Yam, Yam. Gerne wieder in Anjali Mudra für den Herzen. Ich danke euch für eure Achtsamkeit und Großzügigkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Namaste.